So, wir sind aus Tschechien jetzt raus und sind jetzt in Österreich in der Grenzstadt Regensburg oder Grenzdorf Regensburg angekommen. Ganz lustig, auf der Seite von Tschechien ist ganz typisch dieses Euroschild, hier von wegen so viel in der Ortschaft darf man fahren, so schnell darf man außerhalb fahren und halt willkommen in tschechischen Republiken mit der Landesflagge. Und ja, bei Österreich auf der Seite steht dieses Schild. Regensburg, willkommen. Das war's. Juhu, es gibt Trinkwasser. Richtiges Trinkwasser. So, wir sind mittlerweile in Österreich angekommen. Wir sind jetzt 5 Kilometer hinter der Grenze. Und Österreich begrüßt uns erstmal mit vielen Feldern. Und hier wird auch fleißig gearbeitet. Hier sind überall die Traktoren unterwegs. Es ist warm. Wir haben jetzt noch 105 Kilometer bis Wien. Und dann gibt es Käsespätzle, Kaiserschmarrn, Spinatknödel. und ein Almdudler. Für die nicht wissen, was ein Almdudler ist. Kein Alkohol. Es ist kein Alkohol, es ist eine Kräuterlimonade. Gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Sehr lecker. Und ja, es ist ungewohnt, wieder durchzureden mit den Leuten. Die ersten hatten wir auch mit Ahoi begrüßt. Ahoi ist Tschechisch für Hallo. Deswegen war es mal ganz lustig, in Tschechien Leute zu begrüßen. Einfach Ahoi rufen. Wir sind hier auf der Weinstraße. Nur ich mag keinen Wein. Ja, wir sind in Österreich, nicht in Amsterdam. Und wir haben hier ist irgendeine Firma, die, denke ich mal, für medizinische Zwecke oder was, Cannabis anbaut. 2,50 Meter hoch. Und zum Vergleich, die Dinger sind arschhoch. Und hier ist ein Riesenfeld. Alles lang. Hier sind überall Sonnenblumen Und Weinfelder. und Weinfelder. Es sind überall Weinfelder. Wir machen gerade Pause und haben was Lustiges entdeckt. Diese Tastschachtel ist Teil des Wullersdorfer Ferienspiels. Du darfst mit den Händen seitlich reingreifen und tasten, aber nichts herausnehmen. Das probiere ich jetzt mal aus. Eine Schneckenmuschel. Eine Schneckenmuschel, sagt er. Ein Stift. Ein Goldfisch. Kontrollieren können wir es nicht. Wir dürfen nämlich nichts rausnehmen. War richtig. War richtig, okay. Herzlichen Glückwunsch. So, Pause. Wir fahren jetzt hier in Österreich Richtung Wien und wir fahren jetzt hier am Donauradweg in Österreich. Jetzt sind wir auch schon vor 2 Wochen in Deutschland ein Stück nach Tschechien gefolgt und jetzt fahren wir den nochmal in Österreich. Wir sind auf dem Weg nach Wien. Wir haben nach 11 Kilometer schon 70 hinter uns. Wir haben 16 Uhr und mein Mann hetzt mich, weil er Käsespätzle will. Ihm kann es nicht schnell genug gehen, deswegen muss ich hier durchrasen. Mir tut schon der Hintern weh. Wir sind in Wien angekommen. Wir sind jetzt hier in der Ferienwohnung. Hallo, gucken Sie mal her. Hi.
Er freut sich gerade über die elektrischen Jalousien. Das Coole ist, wir konnten die Fahrräder, dadurch, dass wir im Erdgeschoss sind, voll bepackt mit in die Wohnung nehmen. Ziemlich cool. Nur meins mussten wir abpacken, weil wir haben leider beide keinen Ständer mehr. Die sind abgeknackt. Kann ja mal passieren, ne? Bei einem Reiserad, was schwer bepackt ist. So, wir sind ja in Wien gerade zu Fuß unterwegs. Leider regnet es ein bisschen, aber ja, wir haben ja Regenklamotten und das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind jetzt am Rathaus von Wien angekommen. Regenklamotten. Wir sind jetzt am Rathaus von Wien angekommen. Also wir erkunden ein bisschen die Altstadt. Und ja, ich zeig's einfach mal. Ein ganz schön großes Gebäude. Da hinten, das da ist auch noch das Wiener Museum. Und das hier vor uns, das große Ding, ist wie gesagt das Rathaus. Cooles Teil. So, wir sind auf dem Weg nach Bratislava. Wir sind heute Morgen in Wien losgefahren und sind jetzt hier ganze Stück ganze Zeit auf dem Donauradweg unterwegs, wie man sieht. Lange geradeaus, nichts. Andere Seite, lange geradeaus, nichts. Also von da kommen wir und nach da wollen wir. Und irgendwo da ganz hinten versteckt sich Bratislava. Und jetzt hatten wir hier gerade eine Bank entdeckt. Und haben gesagt, dann machen wir mal kurz Mittagspause. Denn unser Plan ist, sind zwar nur von Wien bis nach Bratislava 68 Kilometer, aber da wir gesagt haben, wir wollen nur eine Nacht dort verbringen, ist unser Plan jetzt, wir fahren heute sowas um die 50 Kilometer oder so, bis wir kurz vor Bratislava sind, also kurz vor der Grenze nach Slowakei, kurz vor der Grenze zur Slowakei sind, da dann schlafen und dann morgen gemütlich aufstehen, dann nach Bratislava rein und dann genug Zeit haben, uns die Stadt anzugucken und da dann halt eine Nacht in einem Hostel verbringen. Das haben wir uns jetzt schon rausgesucht, das buchen wir auch nachher noch und ist relativ günstig, ist ganz cool und dann geht es dann weiter ja, Richtung Ungarn. So, wir sind kurz vor Bratislava. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann und zoome mich dann noch ein bisschen ran. Da hinten sieht man schon Bratislava. Das ist in 16 Kilometer. Und wir suchen uns jetzt gleich hier irgendwo einen Zeltplatz, dass wir morgen Vormittag direkt nach Bratislava rein können. So, wir sind doch gerade spontan in Bratislava angekommen. Haben gerade noch Glück gehabt. Du könntest sehen. Haben gerade noch Glück gehabt, weil es jetzt gerade anfängt zu schütten. Schönes Wetter, oder? Wir haben uns nämlich dazu entschieden, doch heute schon nach Bratislava zu fahren, weil es so nah war. Wir haben jetzt noch 1,8 Kilometer zu unserem Hostel. Und ja, wir hoffen, dass es nicht noch doller wird. Ja. So, wir sind an der Burg von Bratislava angekommen, die wir uns jetzt mal angucken. Sieht ganz schick aus. Hier ist so ein Rundgang einmal um die Burg. Gucken, wo das hinführt. So, hier kann man von der Burg auch oben mal runter gucken. Ach, da sind auch noch irgendwelche Ruinen. Da unten. Und das hier ist die Donau mal wieder. Und wir sind vorhin aus der Richtung da hinten gekommen. Da ist Wien. Und dann hier auf der anderen Seite über die Brücke rüber. Und dann waren wir hier. Das da hinten ist die andere Seite von Bratislava. Das, wie man sich eigentlich, denke ich mal, immer eigentlich Bratislava so vorstellt. Hochhäuser und naja. Aber wir sind auf der Seite hier vom Zentrum von der Altstadt und die ist eigentlich ziemlich schön. So, gehen wir mal weiter. Mal gucken, was wir so sehen hier noch. Es nieselt wieder.
weiß nicht, ob man mich hören kann, aber das ist die Burg von innen. Also ein Teil von ihr. Und es ist extrem windig. So, wir sind wieder auf Achse. Wir sind vorhin, also heute Vormittag, vor ungefähr 2 Stunden in Bratislava losgefahren. Wir hatten eine kleine Planänderung. Wir haben dann gestern doch schon Bratislava erreicht. Einmal, weil eine Schlechtwetterfront aufzog und weil wir auch gut vorankamen, haben wir gedacht, wir düsen dann doch schon durch bis nach Bratislava, weil es auch jetzt nicht so weit war. Und ja, es waren über 80 Kilometer. Aber es lässt sich gut fahren, weil ein Großteil davon der Strecke der Donauradweg war. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg nach Ungarn. Und ja, das Wetter hat sich jetzt nicht so viel geändert. Man hört es, glaube ich, auch. Es ist deutlich windig. Zwischendurch regnet es immer wieder mal doller. Da hinten sieht man auch, dass schon wieder eine Regenfront kommt. Aktuell ist es gerade trocken. Aber wir haben mal die Regenklamotten angezogen und ja. Gucken, kann nur besser werden. Hier sind ganz viele Gesichter in den Sonnenblumen. Die lächeln uns alle an. Da vorne ist noch eine. Moment. Die lächelt. Das sind fröhliche Sonnenblumen. Guten Morgen. Wir sind nach der Slowakei wieder ein Stück durch Österreich gefahren. Befinden uns auch gerade hier in Österreich im Burgenland am Neusiedlersee. Haben jetzt auch hier die erste Nacht verbracht wieder. Waren jetzt eben noch mal was zum Frühstücken holen. Befinden uns gerade aber auch auf dem Weg nach Ungarn. Und ist auch nicht mehr weit. Wir fahren quasi einmal um diesen Neusiedlersee, der ist relativ groß, einmal rum. Und danach geht es dann direkt nach Ungarn rein und dann geht es immer in der Nähe von der österreichisch-ungarischen Grenze Richtung Südwesten weiter bis nach Slowenien, wo wir dann von Ungarn nach Slowenien aktuell dann weil wir da aktuell rüberkommen, die Grenze passieren werden, weil da gibt es 3 Grenzübergänge. Einer ist eine Autobahn, eine eine Bundesstraße und eine eine normale Straße. Wir werden wohl die normale Straße, so wie sie aussieht, nehmen. Moin. Und weil aktuell die Grenzübergänge von Österreich nach Slowenien nur an 3 bestimmten Punkten möglich sind und die liegen sehr weit im Westen und so weit wollten wir jetzt nicht extra Weg fahren, also einen Umweg fahren, dass wir von Ungarn nach Österreich nach Slowenien reinfahren, weil wir über Ungarn fahren. So, wir sind am 5. Grenzübergang, somit das 5. Land. Ungarn, wir sind da. Schnell noch gerade ein Grenzfoto gemacht und jetzt geht's gleich weiter. Wir sind in Ungarn. Das 5. Land. Auf der Suche nach einem Fähnchen. Für unser Fahrrad.
Tag. Hallo. So, wir sind wieder aus Ungarn raus. Jetzt wieder in Österreich. Wieder überall Weintraubenfelder. Und jetzt fahren wir ein Stückchen durch Österreich wieder durch und kommen dann nochmal durch Ungarn und dann nochmal durch Österreich und dann nach Slowenien. Wir fahren jetzt immer an der Grenze so ein bisschen hin und her, aber es macht ja auch nichts. Wir sind jetzt nochmal hier in Ungarn. Und durch Zufall haben wir gerade diese schöne Kirche entdeckt beim Vorbeifahren. Basti ist auf der Suche nach einem Fähnchen für unser Fahrrad. Fähnchen! Wie groß ist die? So groß wie die. Da. Die hat jetzt 400 gekostet, also im Euro 20. Ja, wir werden immer günstiger mit dem Fähnchen. Die Frau war auch sehr nett gewesen. Die hat auch gesagt, zumal ich jetzt mit Karte gezahlt habe und mit Unterschreibbus, hat gesagt, das ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass sie erlebt, dass man mit Unterschreibbus. Aber bei den neuen Karten eigentlich nur noch alles mit PIN geht. Da ich sage, da ist halt eine ältere Karte. War aber sehr nett und sehr freundlich, die Frau. Was ist das denn? Guten Morgen, wir haben 10:20 Uhr und es sind schon 33 Grad in der Sonne. Und da kommt Jasmin. Ich dachte, da geht's runter. Nein, Wieder hoch. da geht's weiter hoch. Oh, Pause, Trinkpause. Da geht's weiter hoch. Wir fahren hier. Dass man oben ist, dass es da hinten runter geht und jetzt biegt man hier ab und Ja, es geht noch ein bisschen bergauf. Wir haben ja auch aktuell eine Steigung. Der Berg war jetzt 7%. Und so wie der da aussieht, würde ich sagen, oh, geht's auf 9 bis 10 bestimmt. Ja, früh am Morgen. Frühsport. Oben angekommen. 1,6 Kilometer mit 10% Steigung bei 33 Grad. Oh, leck mich am Arsch. Ist das warm. Und wir sind jetzt angekommen. Also Jasmin kommt noch irgendwann da hinten. Aber wir sind am Eisenberg angekommen. Jetzt weiß ich auch, warum der so heißt. Weil wenn man oben angekommen ist, fühlen sich deine Beine schwer an wie Eisen. Hallo. So, wir haben 12:29 Uhr, 34 Grad. Und ich zähle jetzt mal, oder sage jetzt mal nur die Steigungen an, die wir heute hatten, die mindestens 9% hatten. Also ab 9% Steigung. Alles darunter lasse ich mal weg. Wie man hier sieht, sind wir gerade hier hoch. Da unten sieht man eventuell noch die Straße. Da sind wir gerade hergekommen. Jasmin schiebt da vorne noch irgendwo. Da. Und ja, also Steigung mit 9%. Das war heute die 7. mit 9%. Da waren noch ganz viele andere dazwischen mit 5, 6, manche auch noch mit 8. Aber ich habe jetzt gesagt, wie gesagt, nur die mit 9%. 12:30. Und das war jetzt die, was habe ich heute gesagt? 7. 7, ja. 7. 1, Eisenberg. Ja, 7. 7. Steigung mit 9%. Also, ganz schön warm heute.
So kann auch ein Grenzübergang aussehen. Mitten einfach über die Wiese. Hier vorne ist Österreich. Und hier auf der anderen Seite durch den Wald sind wir wieder in Ungarn. Ganz unauffällig auf so einem Wiesenweg überschreitet man die Grenze. Hier haben wir das Dorffest. Mit Hüpfburg. Die mögen wir. Nur wir werden immer runtergescheucht, leider. So, wir sind wieder auf unserem Weg in Ungarn. Und was unser tolles Handy, also unsere Handy-Navigations-App uns rausschmeißt an Wegen, ist sowas hier. Hier ist noch nicht mal ein Weg. Hier ist einfach nur Wiese. Nur weil es, oh, na toll. Nur weil es 2 Kilometer kürzer wäre als an der Straße lang. Ist das zu fassen? Da hinten ist einfach nur noch Gestrüpp und Wiese. Und wie soll man da durchkommen? Schieben. Das ist echt nicht zu fassen. Jetzt latscht man hier mitten durch die Pampa, also durch Stacheln, Dornen und Brennnesseln, mitten durch den Wald, auf einer Wiese, zwischendrin mit riesen Pfützen, Schlammpfützen. Die Schuhe sehen auch schon geil aus, schon komplett versunken und alles nur, weil es 2 Kilometer kürzer ist. Hier gibt es nochmal eine Aussicht, wo unser Weg sein soll laut App. Hier ist einfach nichts, da unten ist eine Schlucht, mitten im Gestrüpp. Basti hat eingestellt, dass wir mit dem Rennrad fahren, dass die dann vielleicht so schlau ist und uns befestigte Wege oder halbwegs anständige, so wie diesen hier, rausspuckt. Nee. Stattdessen mitten durch die Pampa, wo noch nicht mal Wege sind. Herzlichen Glückwunsch. Das macht Spaß. Guckt euch diese flache Straße an. Super asphaltiert, flach, bis da hinten hin. Da wären wir sonst lang gekommen. Aber nein, stattdessen sind wir da durch den Wald, durch die Pampa. Sowas regt auf. Kann ja keiner vorher wissen. Kannst ja auch keine 5 Kilometer zurückfahren, nur um dann doch an der Straße lang zu fahren. Sowas ärgert einen doch. Naja, jetzt sind wir auf der Straße. Wussten nicht, ob wir hier überhaupt ankommen, weil ja eigentlich andere Wege eingezeichnet waren, die dann doch nicht existierten. Aber jetzt sind wir da. Jetzt suchen wir uns den Schlafplatz. Wir haben keine Lust mehr. So, wir sind jetzt bei einem kleinen Supermarkt gewesen, bei Coop, hier in Ungarn. Haben jetzt gerade eingekauft. Ja, hier ist direkt auch eine kleine Bank. Und heute gibt es Kellogg's. Geil. So, wir sind wieder auf dem Weg zur nächsten Grenze nach Slowenien. Hier ist wieder ein Abhang, wo es runtergeht. Und da müssen wir gleich lang. Und hier kommen wir her, über Stock und Stein wieder. Mittendurch. So sehen hier die Grenzübergänge aus. Es gibt eine offizielle Straße. Slowenien! Wir sind in Slowenien. Juhu, so schnell kann es gehen. Und hier Jetzt gibt es noch die versprochene Auflösung zu dem Geräusch aus dem ersten Video aus Deutschland in unserer ersten Nacht. Nein, es war kein Fuchs, kein Wildschwein, kein Hund. Es war ein Rehbock. Und zwar dieser Rehbock hat geschreckt. Was das genau ist, könnt ihr euch auch gerne mal im Internet angucken. Da gibt es auch Beispiel-Soundaufnahmen und sowas. Und zwar macht das ein Rehbock, wenn er eine Gefahr wittert für die Herde und damit seine Artgenossen zu warnen vor dieser Gefahr. Hey, da ist irgendwas, kann es aber optisch nicht wahrnehmen. Das ist alles gewesen. Wenn man es weiß, ist es nicht mehr gruselig. Wenn man es aber nachts hört und man weiß es nicht, ist es erstmal merkwürdig.